Hallo, mein Name ist Dr. Lotta. Schön, dich zu sehen. Was führt dich denn heute hierher? Du hast Missempfindungen im Gesicht? Okay, gut. Dann würde ich jetzt gerne als erstes deine Daten aufnehmen und dann dich untersuchen. Dann schauen wir mal, was da der Grund dafür ist und was wir da tun können. Okay, würdest du mir als erstes einmal deinen Namen sagen? Okay, und dein Geburtsdatum? Dann brauche ich noch einmal deine Adresse und wie ich dich kontaktieren kann. Also eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse. Witzig, ich wohne da ganz in der Nähe. Okay. 3-4 am Ende. Gut, und dann bräuchte ich einmal bitte deine Krankenkassenkarte. Dankeschön. Okay. Gut, dann beschreib doch bitte einmal, wie sich diese Missempfindungen äußern und seit wann du das hast. Seit 2 Tagen, okay. Und es ist so, so ein bisschen taub. Okay. Kribbelt es auch? Mhm. Nicht schmerzhaft, okay, das ist gut. Gab es denn dafür einen Auslöser, irgendwas, was passiert ist, was du bemerkt hast? Nein, okay. Okay, gut. Dann würde ich mir jetzt einmal Handschuhe anziehen und dann dein Gesicht systematisch untersuchen. Ist das okay für dich? Gut. Darf ich dich als allererstes einmal bitten, Grimassen zu schneiden? Also kannst du einmal die Backen aufblasen, so. Okay, sehr gut. Und kannst du einmal die Stirn runzeln, so. Okay. Und einmal die Augen fest zusammenkneifen. Sehr gut. Ja, das ist, um zu gucken, ob du eine Lähmung des Gesichtsnerven hast. Das ist einer der 12 Hirnnerven. Und je nachdem, an welcher Stelle der betroffen ist, kann das zu Lähmungserscheinungen im Gesicht führen. Das ist jetzt bei dir aber nicht der Fall. Okay, gut. Dann würde ich gerne weitermachen und einmal deine Muskeln im Gesicht überprüfen. Ich werde einmal dir so an den Kiefer fassen und ein bisschen an die Schläfen und dann würde ich dich bitten, meine Anweisung dann weiter zu befolgen. So, also ich halte jetzt so ein bisschen deinen Kiefer. Kannst einmal die Zähne zusammenbeißen. Okay, und einmal an die Schläfen. Okay. Und noch einmal bitte die Zähne zusammenbeißen. Okay, sehr gut. Da habe ich jetzt den
Muskel überprüft die Muskeln, die für deinen Kieferschluss da sind. Ich werde nochmal einen Reflex prüfen. Ich werde dir ein paar Finger auf das Kinn legen und dann da gegenschnipsen. Okay. Das ist der Masseter-Reflex. Und der sorgt dafür, dass, wenn ich da so gegenschnipse, dass man dann die Zähne zusammenbeißt. Reflexhaft. Okay, gut. Das war soweit auch alles ohne Befund. Ich würde jetzt gerne noch einen zweiten Reflex überprüfen. Dafür nehme ich dieses Wattestäbchen. Ich mache das an einem Ende so ein bisschen spitz, dass ich hier so eine kleine Spitze habe. Und was ich jetzt machen werde, das kann ein bisschen unangenehm sein. Ich werde deine Hornhaut des Auges berühren. Okay, dann würde ich dich bitten, einmal ganz still zu halten und einmal auf meine Nase zu schauen. Und ich bringe das so in dein Auge, dass du es nicht sehen kannst. Okay. Und einmal die andere Seite. Okay. Ja, da hast du jetzt geblinzelt. Das soll auch so sein. Das ist der Reflex, den ich damit überprüft habe. Das ist der sogenannte Kornealreflex. Der funktioniert aber nur, wenn man das Wattestäbchen nicht kommen sieht. Das war soweit auch alles okay. Ich würde als nächstes gerne deinen Trigeminusnerven untersuchen. Der macht einerseits den Kieferschluss, den wir ja gerade schon geprüft haben. Der ist aber auch zuständig für das Gefühl in deinem Gesicht. Und es gibt 3 Punkte, an denen der Nerv aus dem Knochen austritt, aus Knochenkanälen. Und an diesen Stellen kann es oft schmerzhaft sein. Deswegen, ich werde da jetzt leicht drauf drücken und wenn das weh tut, dann sag mir bitte sofort Bescheid. Okay, das erste ist hier über der Augenbraue. Okay, gut dann. Das zweite ist hier unter dem Wangenknochen. Und das dritte ist hier auf dem Kinn. Okay. Da war nichts schmerzhaft. Sehr gut. Hast du denn das Gefühl, wenn ich hier lang streiche, kannst du das fühlen? Auf beiden Seiten gleich? Die Seite ist ein bisschen taub. Okay, wie ist das hier? Auch hier ein bisschen taub. Gut. Und hier? Auch, okay. Das heißt, die gesamte linke Gesichtshälfte fühlt sich ein bisschen taub an. Ich würde dich bitten, einmal die Augen zu schließen und ich werde dich an bestimmten Stellen im Gesicht leicht berühren und du sagst mir bitte, wenn du meine Berührung spürst. Okay, gut. Schließ einmal die Augen. Einfach nur, wenn du es spürst. Okay. Gut. Gut. Okay. 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 Gut. 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 Okay. Also, was ich jetzt bemerkt habe, ist, dass du das schon auf beiden Seiten spürst. Aber dass auf der linken Seite du es erst bei mehr Druck spürst, also so ganz federleichte Berührung. Spürst du nicht? Aber es ist nicht vollkommen weg. Das ist sehr gut. Gut,
Ich würde jetzt den gleichen Test nochmal ähnlich machen. Du schließt bitte wieder die Augen. Ich berühre dein Gesicht und du sagst mir, wo du die Berührung spürst. Es gibt Stirn rechts und links, Wange rechts und links und Kinn rechts und links. Linke Stirn, rechtes Kinn, linkes Kinn, linke Wange, rechte Wange, linke Stirn, linkes Kinn, rechte Stirn, linke Stirn, linke Wange, rechte Wange. Okay. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Alles richtig identifiziert. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Tests machen, um die Taubheitsgefühle, diese Missempfindung, die du hast, ein bisschen näher einzugrenzen. Da fange ich einmal an, hier mit meiner Taschenlampe. Die ist am Ende ein bisschen kühl. Ich werde dich jetzt entweder mit der kühlen, kalten Taschenlampe berühren oder mit meinem warmen Finger. Und du sagst mir bitte, ob es kalt oder warm ist. Kalt, warm, warm, kalt, warm, kalt, 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 warm, kalt, warm, warm, kalt, 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 warm, warm. Okay, das klappt auch sehr gut. Als nächstes habe ich hier diesen Stab. Der hat an einem Ende so einen kleinen Puschel. Der ist ganz weich. Und am anderen Ende ist der ein bisschen spitz, aber der tut nicht weh. Du kannst gerne fühlen. Ja, tut nicht weh. Und ich werde dich jetzt entweder mit dem Puschel oder mit der Spitze berühren. Und du sagst mir bitte, ob es stumpf oder spitz ist. Okay. Gut. Dann schließ einmal wieder deine Augen. Spitz, spitz, stumpf, spitz, stumpf, stumpf, stumpf. Versuch nochmal. Okay. Stumpf, 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 spitz, spitz. Okay. Stumpf, spitz. Okay. Ja. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, dass du ein bisschen Probleme hast auf der rechten, auf der linken, meine rechte, deine linke, auf deiner linken Seite spitz und stumpf zu unterscheiden, weil du das Spitze oft als stumpf wahrgenommen hast. Das ist auch ganz typisch, wenn man Taubheitsgefühle und Missempfindungen hat, dass man dann Schwierigkeiten hat, so spitz und stumpf auseinanderzuhalten. Das ist ganz typisch. Ja, weil sich dann die Bewegung so wie durch Watte anfühlt. Ne? Ja, okay. Gut,
Ich würde jetzt noch einen letzten Test machen, der ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Ich habe hier 2 Pinsel. Die sind beide ganz weich, aber einer ist deutlich größer. Und ich werde damit dein Gesicht berühren. Und du sagst mir bitte nur, ob das der große oder der kleine Pinsel war. Okay. Gut, dann schließe einmal wieder die Augen. Oh ja, klar. Gib mir deine Hand. Also das hier ist der große, das hier ist der kleine. Okay, gut. Dann einmal Augen zu. Okay. Groß. Groß. Klein. 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 Groß. Klein. Klein. Groß. Groß. Klein. Groß. Klein. Klein. Groß. 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 Okay. Ja, das hat fantastisch geklappt. Sehr gut. Okay, also um meine Ergebnisse noch einmal zusammenzufassen. Die kann ich ausziehen. Ja, wir sind fertig. Also, um meine Ergebnisse noch einmal zusammenzufassen. Auf deiner linken Gesichtshälfte hast du Missempfindung, Taubheitsgefühl, aber kein Kribbeln und kein Schmerz. Und bei der Untersuchung ist mir jetzt aufgefallen, dass die Muskeln nicht betroffen sind, aber dass die Sensibilität eingeschränkt ist, dass du Berührung erst bei höherem Druck wahrnimmst und das auch nicht so gut differenzieren kannst. Das würde für mich jetzt dafür sprechen, dass die sensiblen Äste des Trigeminusnerven betroffen sind. Und ich würde dir jetzt gerne eine Überweisung zum Neurologen für ein CT bzw. MRT ausstellen. Und dann können wir da einmal abklären oder kann der Neurologe einmal mit dir abklären, ob es da eine Ursache für gibt und wo die liegt, dass man sich einmal das Innere deines Kopfes anschaut, um zu schauen, was da los ist. Genau, das würde ich dir ausstellen. Und ansonsten, wenn es nicht besser wird, dann kommst du bitte wieder. Ich sage wir nächste Woche, wenn es bis nächste Woche nicht besser ist. Ja, okay. Ja, das tut mir leid, dass ich jetzt so gerade nichts sagen kann, aber es ist ein bisschen schwierig, immer auf Anhieb festzustellen, was genau das Problem ist. Und dann muss man schon einmal in den Kopf reingucken. Ne? Ja, okay. Gut, dann wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche. Die Überweisung kannst du dir vorne bei meinen Mitarbeiterinnen abholen. Ja, okay. Dann alles Gute.